Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial. Mein Name ist Timo Schürmanns und ich möchte euch heute eine Möglichkeit vorstellen, wie man in Rhino und Grasshopper eine 3D-Datei erstellen kann, um dann später im 3D-Druck Weihnachtssterne zu erzeugen. Und dafür werde ich also ganz ausführlich erklären, wie ich vorgehe. Das Ziel ist es, eine Datei zu erstellen, mit der man Sterne ganz einfach erstellen kann. Man sieht das hier schon mal ein bisschen. Das heißt, also, es wird darum gehen, mit Parametern Sterne zu erstellen, die zum Beispiel eine unterschiedliche Anzahl von Zacken haben, unterschiedliche Ausrundungsradien, unterschiedliche Höhen, sowas eben. Und das ganz einfach parametrisch. Das heißt, dass wir später also gewisse Parameter, wie eben zum Beispiel die Anzahl der Ecken eingeben können und sich unser Modell dynamisch ändert. Ja, das heißt also, wir können die Formen bestimmen, können Ausrundungsradien bestimmen, können später bestimmen, wie viele Kopien wir davon haben möchten, wie viele Skalierungen, sowas in der Art. Dafür werde ich wie folgt vorgehen. Ich möchte euch also erst einmal eine Version nur in Rhino zeigen. Das ist also die einfachere Variante, wie man einen Stern in 3D dort erstellen kann. Und dann anschließend eine Variante in Grasshopper, wo man dann hier eben verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten hat, um einen solchen Stern zu erstellen. Wie gesagt, das Ganze ist für Einsteiger gedacht. Das heißt also, ich werde alles sehr ausführlich erklären und auch keine Shortcuts verwenden, damit ihr seht, wo die Funktionen herkommen, die ich benutze. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das heißt, wir fangen auch direkt an. Als erstes öffnen wir einmal Rhino. Das Ganze sieht dann so aus wie hier, nur habt ihr da noch keinen Stern stehen. Und das erste, was wir einmal machen, ist die Einheit auf Millimeter zu stellen. Das geht hier oben über Tools. Dann geht ihr auf Options und hier dann auf Units. Und bei Units könnt ihr dann hier oben Millimeter einstellen. Das ist bei mir jetzt schon der Fall. Wenn ihr hier Zentimeter stehen habt, stellt dann Millimeter ein und geht auf OK. Dann wird er noch einmal fragen, ob ihr möchtet, dass 10 Millimeter 1 Zentimeter sind oder ob es 1:1 skaliert werden soll. Da ihr noch keine Objekte im Rhino drin habt, ist das also egal. Und genau, ihr bestätigt dann hier einfach und habt die richtige Einheit eingestellt. Wenn wir jetzt einen Stern zeichnen möchten in Rhino, ist das recht einfach. Wir können hier links in der Leiste können wir Polygon auswählen. Mit Rechtsklick können wir draufgehen. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Und hier unten haben wir bereits eine Sternfunktion. Die können wir einmal anklicken. Und hier oben wird dann also der Befehl Center of Star bzw. Polygon, das ist der eigentliche Befehl, wird ausgeführt. Und hier können wir also das Zentrum des Sterns eingeben. In meinem Fall gebe ich jetzt einfach eine 0 ein. Das heißt, es wird dann auf den Ursprung gelegt, kann das einmal mit Enter bestätigen und kann jetzt ein Polygon aufziehen. Hier kann man noch einstellen, ob man eine bestimmte Anzahl an Zacken haben möchte, zum Beispiel 6. Dann wird das entsprechend direkt angepasst. Ich bleibe jetzt einmal bei 5 Zacken und kann jetzt hier also einfach mal das Polygon ziehen. Mit einem Linksklick kommt man dann in die Funktion, den inneren Radius sozusagen, den inneren Durchmesser bestimmen zu können, und mit einem weiteren Linksklick kann man bestätigen. So, hat man schon direkt einen ersten Stern erzeugt. Und jetzt sieht man natürlich, dass die Ecken noch spitz sind. Die wollen wir also als erstes einmal ausrunden. Das heißt, wenn ihr einmal auf diesen Reiter hier geht, auch mit einem Rechtsklick wieder, dann seht ihr hier eine Funktion Fillet Corners. Damit kann man also arbeiten. Wir können da einmal die Funktion auswählen. Dann fragt er als erstes nach der Polycurve, die wir brauchen, die wir bearbeiten möchten. Da möchten wir also den Stern bearbeiten. Den klicken wir einmal an. Und da können wir dann jetzt auch einmal bestätigen mit Enter. Und jetzt können wir theoretisch einfach irgendwo hinklicken und aufziehen. Dann wird also dynamisch der Ausrundungsradius angepasst. Das können wir jetzt einfach mal auf einen Radius, der uns gefällt, ja, aussetzen. Ich mache einmal ganz kurz Grasshopper aus. Das ist ja eh für später, aber dann sieht man diesen Stern nicht die ganze Zeit. Okay, so sieht das Ganze also aus.
Übrigens, wenn ihr euch fragt, wie man auf diese Perspektive kommt, bei euch sieht das am Anfang wahrscheinlich irgendwie so aus. Ihr habt 4 Fenster. Wenn man hier oben dann auf die eine Perspektive mit einem Doppelklick draufklickt, öffnet sich nur diese eine Perspektive. Jetzt möchten wir also einen Stern erzeugen, der eine gewisse Dicke später hat. Und auch dafür gibt es also eine Funktion. Wir möchten also diese Kurve erst einmal davon einen Offset generieren, der also außen drum liegt. Und aus diesen beiden Kurven, der inneren und der äußeren, können wir später ja, also eine Surface erzeugen, die wir dann extrudieren können. Das Ganze können wir jetzt in 2 verschiedene Richtungen machen. Das heißt also, wir können hier auf diesen Reiter gehen, suchen uns den Befehl Offset Curve, können unsere Polycurve einmal auswählen und haben hier oben jetzt die Möglichkeit, beispielsweise eine Distance einzustellen. Ich möchte jetzt zum Beispiel, dass dieser Stern 3 mm stark wird, kann das mit Enter bestätigen und dann sieht das Ganze schon so aus. Und hier sehen wir jetzt auch einen kleinen Unterschied. Wenn ich also nach innen offsette, kriege ich in den inneren Ecken große Ausrundungsradien und in der Spitze kleine Radien. Das ist natürlich für den 3D-Druck praktisch hier, in engeren Spitzen eher unpraktisch. Jetzt ist es so, dass bei den Sternen das meistens so ist, dass also am Innenradius ein stumpferer Winkel ist als an den Spitzen. Das heißt also, es macht eventuell Sinn, nach außen zu offsetten. Das mache ich jetzt einmal. Ich bestätige einmal. Und habe dann zwar auch hier einen recht kleinen Winkel, der ist aber nicht so klein, wie er wäre, wenn es hier in der Spitze drin ist. Und hier habe ich dann eben einen recht großen Ausrundungsradius. Wir lassen das jetzt einmal so und können jetzt also eine Surface erstellen. Dafür gehen wir einmal auf den Reiter Surface und hier finden wir schon Surface vom Planar Curves. Das können wir einmal auswählen. Jetzt wählen wir unsere äußere Kurve, unsere innere Kurve, drücken dann einmal Enter und haben jetzt eine Surface erstellt. Das sieht man, hier unten kann man auf die perspektivische Ansicht gehen. Das hier ist jetzt einmal unsere Surface und die wir also auch auswählen können. Dann kann man da mit einem Rechtsklick eben die Ansicht drehen. Und die können wir jetzt im Prinzip schon ganz einfach extrudieren, indem wir hier diesen Punkt, aber wenn das übrigens nicht angezeigt wird, hier unten die Option Gumball, das kann man einmal auswählen. Dann wird also dieser Gumball angezeigt. Und wenn wir jetzt hier auf den blauen Pfeil gehen, das ist der Pfeil in Z-Richtung und darunter ist so ein Punkt. Wenn wir die Surface also ausgewählt haben, können wir hier dran einmal ziehen. Und dann haben wir schon unsere Surface extrudiert und einen Stern in 3D erzeugt. Das Ganze können wir dann exportieren, aber das zeige ich euch später nochmal, wie das funktioniert am Ende des Tutorials. Wenn wir uns also angucken möchten, wie man das Ganze parametrisiert, gehen wir erst einmal ein kleines bisschen in die Theorie. Das heißt, wenn wir also einen Stern zeichnen, ich mache das noch einmal schnell vor, ich entferne einmal kurz unsere alte Surface, wir werden später neue Sterne erstellen. Am Anfang werde ich einmal einen Punkt zeichnen, das ist hier oben die Funktion Point. Dann gehe ich auf unser Zeichenfeld drauf, drücke einmal die 0, damit wird der Punkt in den Ursprung gesetzt und bestätige mit Enter. Dann zeichne ich einmal einen Kreis. Das heißt, also ich gehe auf die Funktion Circle, gehe dann wieder auf meinen Punkt, den ich schon habe, klicke einmal mit Linksklick drauf, ziehe einen Kreis auf. Ich kann auch hier einen Radius einstellen. Ich ziehe das jetzt einfach mal auf. Das könnte also unsere äußere Begrenzung für den Stern sein. Eine weitere Sache, die ich setzen kann, ist ein innerer Radius für den Stern. Und so sieht das Ganze nun aus. Wenn ich jetzt also einen Stern zeichne, wieder hier über diese Funktion mit einem Rechtsklick drauf, Stern auswählen, kann ich also im Mittelpunkt anfangen, bis zu dem Radius gehen. Übrigens sind hier unten Fangfunktionen eventuell eingestellt. Die könnte man entsprechend ausstellen.
Die meisten davon brauchen wir aktuell nicht. Das heißt, er könnte also einen Punkt hier fangen, dann könnte ich meinen äußeren Radius eben entsprechend definieren, bestätige einmal, kann dann meinen inneren Radius definieren und so habe ich einen Stern. Das heißt also, ich kann einen Stern darüber definieren, dass ich einen inneren Radius habe, einen äußeren Radius und eine Anzahl von Ecken. Und das sind auch genau die Eingabevariablen, die wir in Grasshopper generieren werden. In Grasshopper gibt es nämlich kein Standard-Tool, um einen Stern zu erstellen. Das heißt, da ist ein bisschen manuelle Arbeit erforderlich. Wenn wir uns diesen Stern jetzt einmal anschauen und überlegen, wie wir den konstruieren können, dann sehen wir also, dass wir diese beiden Kreise haben. Wenn man übrigens Shift drückt, kann man mehrere Objekte auswählen. Wir haben diese beiden Kreise und unsere Ecken des Sterns liegen auf diesen beiden Kreisen. Die sind gleichmäßig verteilt. Das heißt also, wenn wir einen Kreis in 5 Teile teilen, um 5 Zacken zu erhalten, brauchen wir aber eben nicht 5 Punkte für diese Zacken, sondern wir brauchen doppelt so viele Punkte. Wir brauchen also die 5 äußeren Zacken und die 5 inneren Ecken. Und dann könnten wir im Prinzip, wenn wir diesen Kreis, also 360 Grad, durch 5 beziehungsweise dann durch 10 teilen, eben festlegen, in welchem Winkel dieser Punkt auf dem Kreis liegt. Das heißt, wir müssen also in einem polaren Koordinatensystem arbeiten. Das ist aber kein Problem, lasst euch davon jetzt nicht abschrecken. Das ist ganz simpel. Wir werden also nur ein paar Koordinaten bestimmen. Das werde ich euch dann zeigen, wie man das automatisiert. Und ja, wenn wir diese Punkte haben, werden wir die Punkte also verbinden mit einer Linie. Und dann haben wir schon einen Stern. Damit können wir dann wieder Sachen machen, wie das auszurunden, abzusetzen, eine Surface zu erstellen und zu extrudieren. Beginnen wir also damit, Eingangsvariablen festzulegen. Wir öffnen also Grasshopper, indem wir hier oben in die Kommandozeile gehen, Grasshopper eingeben, bestätigen. Das habe ich bei mir natürlich schon getan. Das seht ihr hier die ganze Zeit auf der rechten Seite. Dann öffnet sich also ein Fenster, meist ein leeres Fenster. Da klickt ihr dann einfach mit einem Doppelklick rein. Dann kriegt ihr also ein Fenster, in dem noch nichts drin ist. Hier habe ich das Ganze einmal schon vorgefertigt. Wir werden es aber Schritt für Schritt durchgehen. Das heißt also, das Erste, was ich mache, ist im Prinzip, mir Eingangsvariablen anzulegen. Und das kann ich ganz einfach machen, indem ich hier irgendwo einen Doppelklick setze und jetzt zum Beispiel eine 5 eingebe. Es erstellt also einen Schieberegler von 1 bis 10, wo die 5 bereits als Nummer gesetzt ist. Das heißt also, das ist meine Anzahl an Zacken. Um das später nicht zu vergessen, gehe ich hier einmal drüber. Mit einem Rechtsklick kann ich jetzt hier oben einen Namen vergeben. Die nächste Eingangsvariable, die ich brauche, ist also der Durchmesser des äußeren Kreises. Das kann ich auch einmal machen. Da würde ich sagen, ist vielleicht irgendwas realistisch, was maximal 20 cm groß ist, um es gut drucken zu können. Das heißt, ich gebe jetzt hier einfach mal eine 17 ein. Und da sehe ich schon, wenn ich eine Zahl zwischen 1 bzw. 10 und 100 eingebe, wird also ein Schieberegler erstellt, der bis 100 geht. Und dasselbe brauche ich jetzt also für den inneren Kreis. Hier kann ich einmal schon mal direkt den Namen vergeben. Äußere Durchmesser. Das Ganze kann ich kopieren, also mit einem Klick auf das Element, Steuerung C, Steuerung V und kann das Ganze dann hier hinziehen und jetzt wieder mit einem Rechtsklick drauf einfach innerer Durchmesser nennen. So, das sind also meine 3 wichtigsten Eingangsvariablen. Ich bin immer dafür, alles recht ordentlich zu halten. Man kann mit einem Linksklick alles auswählen und dann hier beispielsweise alles bündig setzen. Da könnt ihr euch mal ein bisschen ausprobieren, was da dann die richtigen Einstellungen entsprechend sind. Genau. Wir haben also diese Eingangsvariablen
und möchten jetzt mit Hilfe dieser Eingangsvariablen also auf einem Kreis Punkte berechnen. Einmal die äußeren und die inneren Punkte. Das ist jetzt in der Theorie ein bisschen komplizierter, aber ich versuche euch da relativ einfach durchzuleiten. Wenn wir also Koordinaten auf einem Kreis berechnen möchten, dann brauchen wir dafür die Sinus- und die Cosinusfunktion. Und es ist also so, dass ich meine x-Koordinate von diesem Punkt beispielsweise über den Cosinus von dem Winkel, den also im Prinzip diese Verbindungslinie vom Ursprung zum Punkt hat, also diese Linie zu meiner x-Achse, diesen Winkel benötige ich. Und dann brauche ich auch den Radius von diesem Kreis. Und dann kann ich also über die Formel, ich klicke hier einmal in Grasshopper zweimal, gebe den Befehl Expression ein und kann dann, wenn ich hier einmal einen Doppelklick reinmache, einmal schreiben Cosinus von x. X wird später mein Winkel sein, den ich eingebe. Und dann mal r. Und r wird das y sein, was ich in die Funktion eingebe. Ich habe nämlich hier an dieser Funktion also zwei Eingangsvariablen. Einmal eine Variable x, das wird mein Winkel sein. Und einmal eine Variable y, das wird dann mein Radius sein. Das wird später meine x-Koordinate sein. Wir können damit also Punkte konstruieren. Da gibt es dann die Funktion construct point. Na, wo haben wir es denn hier? Construct point. Da können wir dann eine x-Koordinate angeben. Und dasselbe machen wir für eine y-Koordinate. Da können wir wieder das anklicken, STRG C, STRG V, reinklicken und setzen jetzt hier einmal den Sinus. So, das können wir als Eingangsvariable für y nehmen. Natürlich funktioniert das Ganze noch nicht, weil diese mathematischen Ausdrücke ebenfalls Eingangsvariablen brauchen. Das heißt also, wir können das Ganze jetzt mal ein wenig zur Seite schieben und überlegen uns jetzt, wie wir an diese Eingangsvariablen kommen. Das heißt also, wir brauchen Winkel, die wir eingeben können und Radien, die wir eingeben können. Jetzt haben wir Radien bereits 2 gegeben. Das heißt, das ist also der leichtere Part. Beziehungsweise haben Durchmesser gegeben. Die können wir jetzt durch 2 teilen, um die Radien entsprechend rauszubekommen. Das heißt, ich gebe wieder ein Expression und kann jetzt hier mit einem Doppelklick sagen, x, also das, was ich eingebe, in dem Fall mein Durchmesser, geteilt durch 2, das soll gerechnet werden. Jetzt kann ich hier, wenn ich weiter reinzoome, das y wegmachen, das brauche ich nicht, und kann das Ganze jetzt miteinander verbinden. Das heißt also, ich teile jetzt diesen Durchmesser durch 2. Das Ganze kann man sich angucken, indem man hier oben auf den Reiter geht, Parameter, und sich einmal dieses Panel hier schnappt, mit einem einfachen Linksklick drauf. Und dann geht man hier in seine Fläche rein, noch einen Linksklick, setzt man ein Panel. Das Panel kann also Parameter anzeigen. Ich kann also jetzt eine Verbindung ziehen. Das heißt also, hier ist die 17 gesetzt, mein erster Parameter. Jetzt verbinde ich das hier einmal mit dem Eingang des Panels und sehe, ich habe 8,5 als Eingabeparameter. Das heißt also, die 17 wurde durch 2 geteilt. Das Ganze mache ich jetzt entsprechend auch für meinen inneren Durchmesser und habe dann also entsprechend beide durch 2 geteilt. So, jetzt möchten wir Folgendes. Wir haben also später eine Serie von Punkten. Wir haben einen Punkt auf dem äußeren Durchmesser, als nächstes einen Punkt auf dem inneren Durchmesser, als nächstes einen Punkt auf dem äußeren, inneren und so weiter. Und diese Punkte wollen wir verbinden. Das heißt, wir brauchen also eine Serie von Punkten, beziehungsweise auch eine Serie von Radien, die sich also abwechseln. Wir haben einmal den äußeren Durchmesser, den inneren Durchmesser, äußeren, inneren und so weiter. Und das kriegen wir mit der Funktion
Series. Das Ganze sieht so aus. Und jetzt können wir also einen Startpunkt angeben. Das wäre also beispielsweise mein äußerer Durchmesser. Eine Anzahl. Ich möchte das Ganze also 5-mal haben. Ich möchte den äußeren Durchmesser 5-mal angezeigt bekommen. Das heißt also, ich habe 5 Zacken. Das Ganze können wir uns jetzt schon mal angucken, ob das funktioniert. Na, noch nicht so ganz, denn er geht jetzt immer, 8,5 ist mein erster Radius, geht immer 1 weiter. Also setzt immer +1. Das Ganze macht er zwar 5-mal, also vom Element 0 bis 4, 5-mal insgesamt, aber ich möchte ja im Prinzip 5-mal den Radius 8,5 haben. Und das mache ich jetzt, indem ich sage, der Step, den er macht, soll nicht 1 sein, sondern 0. Das kann ich entweder machen, indem ich hier auf das Wort Step gehe, einen Rechtsklick setze und mit Z-Number hier eine 0 eingebe. Oder wenn ich später das noch etwas besser nachvollziehen möchte, kann ich also in einen leeren Raum doppelklicken, / und dann 0. Damit wird ein Panel erstellt, so wie das hier oben, was den Wert 0 enthält. Das kann ich jetzt hiermit verbinden und dann wird automatisch der Wert 0 als Tab gesetzt. Das heißt also, ich habe jetzt 5-mal den Wert 8,5 in einer Reihe. So, das Ganze möchte ich aber, wenn ihr übrigens Alt gedrückt haltet und einmal klickt, könnt ihr das Feld auseinanderziehen. Dann kriegt ihr etwas mehr Platz. Das Ganze möchte ich jetzt also nicht nur mit meinem inneren Durchmesser machen, sondern auch mit meinem äußeren Durchmesser, sondern auch mit meinem inneren Durchmesser, beziehungsweise mit dem Radius. Das heißt also, ich kann dieselbe Komponente verwenden, drücke jetzt einmal Shift, dann erscheint da so ein kleines Plus-Symbol und kann auch wieder auf die Startvariable gehen. Das sorgt für Folgendes. Ich kriege 5-mal den Radius 8,5 und 5-mal den Radius 7. Vielleicht, damit es nicht ganz so nah beieinander liegt, nehme ich hier mal eine schöne Zahl wie 12, dann habe ich 8,5 und 6. So, das Ganze ist folgendermaßen aufgeteilt. Ich hatte vorher einzelne Radien, habe dann eine Aktion durchgeführt, nämlich die Serienfunktion. Und meine erste Eingabe, die ich gemacht habe, nämlich der äußere Radius, wird jetzt in den Pfad 0 einsortiert. Und den zweiten Radius, den ich eingegeben habe, wird in den Pfad 1 einsortiert. Das wird später nochmal wichtig. Im Prinzip ist das also die Datenstruktur von Grasshopper. Alle Sachen, die ich habe, werden in Pfaden sortiert und eingeordnet. Das nennt sich die Baumstruktur. Und mit dieser Baumstruktur müssen wir jetzt ein bisschen spielen. Ich möchte diese Pfade nämlich wieder trennen. Und das geht, indem ich hier oben auf den Baum gehe, Sets. Und dort finde ich die Funktion unter Tree Explode Tree. Die ziehe ich mir einmal hin, kann jetzt die Daten eingeben. Er zeigt mir hier jetzt auch die Pfade an, die vorher hier ausgegeben wurden und splitte diese Pfade jetzt. Ich habe jetzt also einmal den Pfad 00 und einmal den Pfad 01. Ich drücke wieder einmal kurz Alt, ziehe das noch ein wenig zur Seite. Und jetzt möchte ich diese beiden Pfade miteinander verweben. Ich brauche nämlich ein Muster, wo ich den äußeren Radius habe, den inneren, äußeren, inneren, äußeren, inneren. Die müssen sich also abwechseln. Und dafür gibt es eine Funktion, die heißt Weave. Die benutzen wir jetzt einmal. Da kann ich also meinen ersten Strom hineinfügen, meinen ersten Pfad und meinen zweiten Pfad und kriege dann als Ergebnis ein alternierendes Muster von den Radien, also 8,5, 6, 8,5, 6, genau das, was wir brauchen. So, jetzt haben wir also im Prinzip die Radien, die wir bereits benötigen, um diese Ausdrücke hier zu füttern. Wir können also das einmal mit der Y
dem Y-Eingang verbinden und auch hier mit dem Y-Eingang. Das werden also unsere Radien sein. Jetzt braucht das Ganze noch die Winkel. Und die Winkel, da müssen wir noch einmal ganz kurz in die Theorie rein. Wir haben also einen Kreis. Im Bogenmaß entspricht ein voller Kreis 2π. Das heißt also, wir brauchen im Prinzip eine, ja, wie nennt man das, ein Intervall von 0 bis 2π, auf dem unsere Winkel verteilt sind. Und das Ganze teilen wir dann, 0 bis 2π, teilen wir in 5 bzw. 10 Abschnitte ein, die gleich groß sind. Und damit haben wir dann unsere Winkel, die wir eben brauchen, um sie hier eingeben zu können, denn die Funktion arbeitet im Bogenmaß. So, das heißt, wir brauchen als erstes einmal dieses Intervall. Das ist eine Domain. Und da können wir also eine Domain konstruieren. Wir haben also einen Start, Doppelklick, //0. Das ist automatisch eigentlich auf 0 gesetzt, aber um es sicher zu haben, setze ich hier den Start bei 0. Und unser Ende ist bei 2π. 2π finden wir aber nicht irgendwo als Zahl. Da können wir ganz einfach auch eine Expression machen. Und dann hier als Formel 2 mal, und hier oben finden wir Pi eingeben, bestätigen. Auch hier können wir das y wegmachen und dann hiermit verbinden. Das, was wir dann herausbekommen, ich ziehe das Ganze hier einmal nach unten. Das Ganze, was wir dann hier rausbekommen, ist also eine Domain, die von 0 bis 2 mal Pi geht. Jetzt möchten wir also diese Domain aufteilen in 10 verschiedene Abschnitte, beziehungsweise in Anzahl der Zacken mal 2 verschiedene Abschnitte. Das Ganze können wir mit der Funktion Range machen. Da können wir also eine Domain als Eingang geben und eine Anzahl von Schritten. Hier ist bereits standardmäßig eine Zahl festgelegt. Ich möchte jetzt aber, dass wir also Anzahl der Zacken mal 2 Schritte haben. Das heißt also x mal 2 Schritte. Das y kann ich wieder wegmachen, gebe das als Eingang und kann das dann hier ebenfalls als Eingang nehmen. Das heißt also, hier haben wir jetzt die 10 als Eingang und haben jetzt also 10 Schritte, beziehungsweise wir haben sogar 11 Schritte, weil der letzte noch einmal genommen wird, wobei 2π aber 0 entspricht. Wenn wir jetzt das Ganze, unsere Winkel als Eingang nehmen, sehen wir also, dass wir bereits Punkte bekommen in einem Sternmuster. Und diese Punkte können wir jetzt ganz einfach einmal miteinander verbinden, indem wir die Funktion Construct Polyline nehmen. Polyline. Und können hier unsere Punkte eingeben. So, jetzt sieht das Ganze noch nicht nach einem Stern aus. Eventuell werde ich einmal den inneren Durchmesser noch etwas verkleinern, damit man es besser erkennt. Wir haben also unseren vorletzten Punkt und der müsste auf unseren ersten Punkt wieder zugehen. Aktuell geht das auf den doppelten Punkt zu, den wir vorhin gesehen haben, der im inneren Radius gesetzt ist. Das heißt also, wir müssen aus unserer Liste von Punkten, die wir hier haben, müssen wir also den letzten Punkt rausnehmen und diesen durch den ersten Punkt noch einmal ersetzen. Wir möchten den ersten Punkt also als Anfangs- und auch als Endpunkt gesetzt haben.
Um das hinzubekommen, brauche ich einmal wieder ein bisschen Platz, denn wir werden jetzt von dieser Liste, die wir hier haben, das letzte Element wegschneiden und das erste Element noch einmal an die Liste dranhängen. Das kriegen wir hin, indem wir einmal gucken, okay, wie lang ist unsere Liste überhaupt? Das machen wir mit der Komponente ListLength. Unsere Liste hat also eine Länge von 11. Ja, das heißt, wir haben von 0 bis 10 Elemente, also 11 Elemente insgesamt. Wir möchten jetzt das Element 10, das ist das letzte, also das Länge minus einte Element eliminieren. Das heißt also, wir können x minus 1 benutzen als Komponente. Das gibt uns die Länge, vielleicht nehmen wir mal ein zweites Panel, das gibt uns die Länge 10 zurück. Und jetzt möchten wir also aus dieser Liste den Index 10 herauslöschen. Da gibt es die Funktion, wo haben wir sie? CalIndex. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und da geben wir jetzt unsere Liste rein. Vielleicht schiebe ich das Ganze mal ein bisschen nach oben und eliminieren das Indiz 10. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben also eine Liste, in der der letzte Punkt eliminiert wurde. Und jetzt möchten wir aber wieder den ersten Punkt hinzuaddieren. Das heißt, wir möchten also unser nulltes Element aus dieser Liste hier herausholen. Das machen wir, indem wir diese Funktion benutzen, ListItem. Wir können aus dieser Liste das nullte Element herausholen. Schauen uns das noch einmal an. Das wäre also tatsächlich unser Anfangspunkt mit 8,500. Und jetzt führen wir diese beiden Listen zusammen. Das machen wir über die Funktion Merge. Da können wir jetzt unseren ersten Datenstrom eingeben und unseren zweiten Datenstrom eingeben. Und schon haben wir unseren kombinierten Datenstrom. Jetzt ist Folgendes passiert. Wir haben es noch nicht in der richtigen Reihenfolge und wenn etwas nicht so funktioniert, wie man es sich vorstellt, dann ist es meistens ein Problem der Datenstruktur. Wir haben also, wenn wir hier aus unserer Liste, wo wir das letzte Element eliminiert haben, damit haben wir eine Aktion durchgeführt und wir haben jetzt eine Datenstruktur, die die Tiefe von 3 hat. Der Pfad hat die Tiefe von 3. Wir haben also insgesamt seit Beginn schon mal 3 Aktionen durchgeführt, die also im Prinzip ja, mitgenommen wurden. Und hier haben wir lediglich 2 Aktionen durchgeführt. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir können also diesen Pfad, der 3 Aktionen durchgeführt hat, abschneiden und zu einem machen, wo wieder nur 2 Aktionen durchgeführt wurden. Also zumindest diese Pfadadresse hier ändern. Und das machen wir mit der Funktion ShiftPath. Da geben wir unsere Daten ein. Und dann haben wir einen Pfad, wo nur noch 2 Nullen vorhanden sind. Den können wir jetzt hier als Eingang nehmen. So. Sortieren wir das auch nochmal ein bisschen, damit es schöner aussieht. Und haben jetzt, tada, einen einzigen Pfad, in dem wir den Anfangspunkt und den Endpunkt gleich haben. Und das können wir jetzt also als Eingang für unsere Polyline nehmen. Und schon sehen wir, dass wir einen vollständigen Stern erstellt haben. Wir können als nächstes also überlegen, wie wir dasselbe hinbekommen, wie wir es zuvor in Rhino gemacht haben, nämlich also eine Abrundung erstellen, die Kurve zu offsetten und dann eine Surface zu erstellen, die wir extrudieren können. Das Ganze geht also parallel wie in Rhino vonstatten. Wir haben also unsere Polyline und können jetzt hier einmal die Funktion Fillet benutzen. Das ist also dasselbe, wie wir es in Grasshopper, wie wir es in Rhino hatten.
und können jetzt hier also unsere Kurve eingeben und einen Abrundungsradius. Und diesen Abrundungsradius, den würde ich vielleicht auch wieder als Variable setzen. Und hier gebe ich jetzt zum Beispiel 0,3 ein. Das gibt mir direkt einen Slider, in dem ich also von 0 bis 1 wählen kann. Na, vielleicht möchte ich es sogar noch anders machen. Ich gehe mal mit einem Rechtsklick hier drauf, gehe auf Edit und sage, ich möchte vielleicht ein Maximum von 10 haben. Na, komm her. Von 10. Und ich möchte das Ganze in Zahlen haben, die ich ganz dynamisch verschieben kann. Ich setze hier mal mit einer Nachkommastelle. Es ist ja in Millimetern, also ich denke, das ist eine gute Angabe. Ausrundungsradius. So, diese Nummer kann ich dann als Eingabe nutzen und kriege direkt bereits meinen Stern heraus. Mir ist gerade noch aufgefallen, im Prinzip, ich bin die ganze Zeit in Zentimeter am Denken, wir befinden uns ja bei in Millimetern. Das heißt also, hier werde ich auch einmal Folgendes ändern. Ich gehe einmal bis 1000 Millimeter hoch und das Ganze mache ich dann auch entsprechend hier. Ja, bis 1000 Millimeter hoch und kann dann jetzt entsprechend das Ganze mal auf. Man kann übrigens hier den Slider ziehen oder mit einem Doppelklick rein direkt etwas setzen, zum Beispiel 170 und nehmen wir einmal 120. Damit haben wir dann also einen entsprechend großen Stern generiert. So, ich entferne einmal ganz kurz das, was wir bisher gezeichnet haben. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das irritiert uns jetzt nur. So, das heißt, wir haben also einmal unseren Stern und haben dann anschließend das Ganze abgerundet. Wir können jetzt also das, was wir nicht mehr brauchen, diesen Stern, können wir ausblenden, indem wir auf die Polyline gehen und mit einem Klick der mittleren Maustaste, also des Mausrades, hier einmal diesen verbundenen Kopf bzw. die Augen verbunden auswählen. Das heißt, dann wird also das ausgeblendet. Dasselbe können wir im Prinzip für den Rest auch machen. All diese Elemente zeigen uns dasselbe an. Die brauchen wir also nicht mehr, zumindest nicht in unserer Ansicht. Die können wir also alle einmal auswählen und ausblenden. So, übrigens wurde der Stern automatisch mit 0 als Ursprung gesetzt. Und diese Kurve, diese ausgerundete Kurve, können wir jetzt einmal absetzen. Das machen wir auch mit Offset Curve. Das heißt, da können wir diese Kurve jetzt einmal absetzen. Wir haben ja gerade eben schon festgestellt, dass es besser ist, das Ganze nach außen abzusetzen. Und diese Absetzung, die können wir jetzt im Prinzip auch wieder als Variable setzen. Da gebe ich jetzt einfach mal 5 mm ein. Und das wird dann im Prinzip die Dicke des Sterns. So, auch das kann ich also als Eingangsvariable nutzen. Und habe jetzt einen 5 mm starken Stern erzeugt. Übrigens wäre es keine gute Option, unsere Kurve, die wir hier hatten, die kann ich wieder mit dem Mausrad, mit einem Klick darauf wieder einblenden, diese erst abzusetzen und dann beides auszurunden, weil ich dann zwar hier eine parallele Linie erzeuge, aber in der Ausrundung einen größeren Abstand erzeuge mit demselben Ausrundungsradius. Die müsste man dann entsprechend anpassen und ist dann doch etwas zu aufwendig. Deswegen machen wir das so. So, das heißt, wir haben also jetzt unsere beiden Kurven, die wir brauchen und können jetzt eine geschlossene Surface erzeugen. Das machen wir, indem wir das Element Boundary Surfaces nehmen.
Und hier ist jetzt ganz wichtig, dass wir uns noch einmal kurz die Datenstruktur angucken. Hier haben wir also einen Pfad der Tiefe 2. Hier haben wir wieder einen Pfad der Tiefe 3. Und wenn ich jetzt also meine äußere Kurve nehme und anschließend meine innere Kurve mit Shift drücken, ebenfalls hier hineingebe, dann kriege ich also zwei Oberflächen, ja, die also auf die Form eines Sterns getrimmt sind. Ich möchte aber nur die Surface dazwischen haben. Das würde der auch automatisch machen, aber eben nicht, wenn die Pfadstruktur unterschiedlich ist. Das heißt, wir machen jetzt dasselbe, was wir schon einmal gemacht haben. Geben P-Shift ein, nehmen uns diesen Pfad der abgesetzten Kurve und sehen, jetzt haben wir auch hier eine Tiefe von 2. Nehmen uns das hier noch einmal, drücken jetzt Steuerung, dann können wir also diese Verbindung entfernen und nehmen jetzt diese mit Shift hier hinein. Und dann haben wir tatsächlich den Fall, dass also unsere innere Oberfläche quasi direkt abgezogen wird, beziehungsweise die Oberfläche nur zwischen den Kurven erzeugt wird. Das heißt, wir haben also jetzt eine getrimmte Surface erzeugt. Und diese Surface können wir jetzt mit dem Befehl Extrude extrudieren. Das heißt, was wir brauchen, ist also unsere Surface und eine Richtung. Und als Richtung nehmen wir die Z-Richtung. Wir geben also Z ein, eine Einheit in Z. Die gibt uns einen Vektor zurück in Z-Richtung. Jetzt können wir in Rhino einmal auf die perspektivische Sicht gehen. Und hier sehen wir also, dass wir jetzt einen Stern haben, der eine 1 mm Stärke hat. Denn die 1 ist hier bereits als Faktor vorgegeben. Jetzt möchte ich ja vielleicht das auch einstellen können und sage zum Beispiel, ich möchte eine Höhe von 20 mm eingeben, kann das Ganze hier hinten verbinden mit meinem Faktor. Wird also 20 mal 1 gerechnet und dann habe ich einen Stern, der die Höhe 20 mm hat. Und das war im Prinzip auch schon das Wichtigste, um jetzt diesen Stern zu erzeugen. Jetzt existiert dieser Stern aber in Rhino noch nicht. Das heißt, wir haben noch kein Objekt erzeugt, was wir exportieren können. Und das können wir ganz einfach ändern, indem wir hier in die Mitte auf dieses Element draufgehen. Einmal mit einem Rechtsklick drauf, auf Bake. Dann können wir noch ja, unsere Ebene auswählen. Ich habe hier schon vorher mal verschiedene Ebenen angelegt gehabt. Befinden nämlich aktuell in dieser Ebene. Die kann ich auch nochmal auswählen. Gehe auf OK. Und dann wird dieser Stern in Rhino erstellt. Das heißt, ich kann ihn jetzt hier anklicken, bewegen und kann mir also das Modell anschauen. Der Stern, der in Grasshopper erstellt wird, dieser grüne hier, den kann ich nicht anklicken, wird aber immer noch angezeigt. Jetzt habe ich also schon einen Stern erstellt. Das Ganze könnte ich jetzt zum Beispiel machen, indem ich einen Stern erstelle, der mehr Zacken hat und könnte das Ganze jetzt wieder backen. Als kleines Workaround übrigens, wenn ich hier Eingangsvariablen habe, möchte ich vielleicht nicht immer raus und wieder rein zoomen, bis ich dann hier hinten bin, sondern ich möchte das Ganze vielleicht auch direkt hier vorne haben. Das heißt, ich mache einen Doppelklick, gebe Geometrie ein und kriege jetzt hier einen Platzhalter für eine Geometrie. Und die Geometrie, die ich also hier eingeben möchte, ist die Geometrie, die ich hier am Ende herausbekomme. Jetzt kann ich mit einem Rechtsklick hier drauf das Kabel, was das quasi verbindet, einmal verstecken. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt habe ich also direkt hier am Anfang auch ja, meinen Output, den ich direkt backen kann. Und schon kriege ich auch meinen nächsten Stern raus. Das heißt, ich kann jetzt also ganz einfach verschiedenste Sterne, verschiedene Formen erstellen, diese dann backen und später exportieren. Das heißt, wir können uns jetzt dem Export widmen und da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Wenn ich jetzt also sage, ich habe meinen Stern hier entsprechend eingestellt, so wie ich das haben möchte, der hat zum Beispiel jetzt 5 Zacken, einen schönen Durchmesser in
So gefällt mir das ganz gut. Habe vielleicht einen Ausrundungsradius, der etwas kleiner ist, um ihn ein bisschen spitzer zu machen. Und das Ganze hier ist jetzt also mein Stern. Das heißt, jetzt kann ich den einmal wieder auch in Rhino erstellen und habe jetzt also hier meinen Stern. So, diesen Stern kann ich jetzt exportieren, indem ich auf File gehe, auf Export Selected. Genau, ich habe ihn vorher so ausgewählt und gehe hier unten jetzt auf STL-Datei. Wir möchten ja eine Datei vorbereiten, die wir für den 3D-Druck nutzen können. Hier unten kann ich jetzt noch auswählen, ich möchte mal nur die Geometrie exportieren und kann das erstmal soweit lassen. Gehe jetzt auf Speichern und dann werde ich, so natürlich sollte ich noch einen Namen vergeben. Ja, da würde ich jetzt einfach mal das aktuelle Datum eingeben und vielleicht, wenn wir ganz viele Sterne erstellen, gewisse Parameter, unter denen der Stern erstellt wurde. Also zum Beispiel hat einen Außenradius von 170, einen Innenradius von 79, hat 5 Zacken, irgendwie sowas halt und kann den Stern dann entsprechend speichern. Und jetzt kommen wir hier im Prinzip zum Wichtigsten. Das sind jetzt Einstellungen, die für mich sehr gut funktionieren. Ich glaube, Rhino hat das Ganze, hat hier vieles auf Null stehen, standardmäßig. Dann werden einfach Ecken zum Beispiel mit abgeschnitten und vereinfacht. Mit den Einstellungen bin ich bisher sehr gut gefahren. Man kann wahrscheinlich hier als Maximumlänge wahrscheinlich sogar 40 nehmen, 40 Millimeter. Das heißt dann also, dass größere Flächen auch eben vereinfacht werden können. Aber da, wo eben kleine Flächen von sind, kleine Biegungen, Biegeradien, kann entsprechend auf kleinere Längen zurückgegriffen werden. Und das probieren wir jetzt einfach einmal aus. Können das exportieren. Das hat jetzt nur wenige Kilobyte sogar die Größe. Entsprechend unserer Vereinfachung wahrscheinlich und haben das Ganze jetzt exportiert. Dann würde ich jetzt einmal, upsala, da hatte ich kurz nicht aufgenommen. Dann würde ich jetzt also meinen Slicer öffnen, mein Programm zum 3D-Druck und die Datei entsprechend auswählen und kann mir das Ganze jetzt hier einmal anschauen. Da habt ihr wahrscheinlich eure eigenen Programme, je nachdem, was für einen 3D-Drucker ihr verwendet, und kann mir die Datei hier noch einmal angucken. Und tatsächlich sehe ich jetzt hier gerade schon, dass also bei diesen Einstellungen die Ecke hier einfach abgeschnitten wurde. Ja, hier habe ich keinen eindeutigen Ausrundungsradius. Das heißt, diese Einstellungen waren jetzt hier nicht genügend fein eingestellt. Das heißt also, wir gehen jetzt wieder zurück zu Rhino und versuchen das Ganze noch einmal. Können also hier Export Selected auswählen, dann die Datei. Da mache ich jetzt einfach mal zur Unterscheidung eine Version 2 draus. Speichere das Ganze noch einmal ab und wähle dann hier jetzt vielleicht tatsächlich doch auch kleinere Einstellungen. Das ist also auch eben maximale Länge 4 mm vom Mesh beträgt und probiere das Ganze dann noch einmal hiermit. Jetzt ist die Datei auch schon deutlich größer. Schaue mir das Ganze dann noch einmal entsprechend an. Nehmen wir also meine Version 2 und sehe jetzt also, dass tatsächlich auch die Ecken entsprechend perfekt abgebildet sind. So soll es sein. Das also als kleiner Tipp zum Export. Das ist wichtig zu wissen. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß damit. Versucht einfach mal ein bisschen rum. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sehr gerne in die Kommentare einfach schreiben. Ich werde versuchen, alles bestmöglich zu beantworten. Ja, das war also mein erstes Tutorial auf diesem Kanal, mein erstes Tutorial überhaupt, um genau zu sein. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche Anmerkungen habt, wie zum Beispiel, dass die Audiospur nicht gut war oder dass vielleicht das Bild nicht ganz scharf war, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, oder wie, dass ich Grasshopper die ganze Zeit auf hatte am Anfang, obwohl es nur um Rhino ging. Solche Sachen, also wenn euch das auffällt, schreibt es einfach gerne unten in die Kommentare, das werde ich dann als Feedback mitnehmen und ja, mir das entsprechend auch durchlesen und mich drüber freuen, damit ich mich da auch ein wenig verbessern kann. Das ist für mich also so ein bisschen Learning by Doing jetzt aktuell.
Und genau, wenn ihr mal sehen möchtet, wie diese Sterne dann im Endeffekt aussehen werden, also ausgedruckt, dann schaut gerne mal auf dem Kanal von meiner Schwester vorbei. Ich verlinke euch das unten mal in der Videobeschreibung. Die macht auf Instagram und TikTok Videos dazu. Für die habe ich die Dateien also entsprechend erstellt. Und ja, auf diesem Kanal wird es also so wie jetzt gerade quasi auch einfach weitergehen. Das heißt, ich werde in nächster Zeit immer mal wieder Tutorials hochladen zu verschiedenen Sachen im 3D-Druck-Bereich. Jetzt gerade steht natürlich die Weihnachtszeit an, das heißt, da wird so ein bisschen der Fokus drauf liegen. Ich werde aber auch zum Beispiel irgendwas zu Vasenmodellen machen. Wenn euch da also irgendwer etwas wünscht, zu dem ihr gerne mal ein Tutorial sehen wollen würdet, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und ja, also da wird es auch immer so laufen. Ich werde halt die meisten Modelle versuchen zu parametrisieren. Wenn es also geometrische Formen sind, die man entsprechend anpassen kann, werde ich versuchen, das in Grasshopper umzusetzen, damit man eben einfach viele verschiedene Modelle in kurzer Zeit erstellen kann. Auch wenn natürlich der Weg dahin ein bisschen komplizierter ist. Aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, wie jetzt zum Beispiel bei diesen Sternen. Und ich werde aber auch immer am Anfang einen Teil machen, wie man das einfach in Rhino modelliert und ja, dann eben das damit erklären, wie man es dann in Grasshopper umsetzen kann. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das erste Mal aufzunehmen und ja, umzusetzen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich sehr über einen Like oder ein Abo freuen, wenn ihr es da lassen möchtet. Und schaut, wie gesagt, gerne mal im Kanal von meiner Schwester vorbei. Bis dahin, viel Spaß mit den Dateien.